Dass es so viele Menschen interessiert, hätte ich auf jeden Fall nicht gedacht. Ich hatte in den letzten 365 Tagen knapp 1 Million Kommentare und über 400 Millionen Videoaufrufe. Ich bin der Artet, bin 23 Jahre alt und komme aus Freiburg. Durchs Reisen habe ich schon einiges gesehen, war ich in Amerika, in Asien unterwegs und da musste man auch Geld tauschen und da kam auch der erste Kontakt, dass man gesehen hat, okay, es gibt auch andere Währungen weltweit. Wenn man die dann selbst in der Hand hat, hat man auch gemerkt, okay, hat was, sieht schön aus. Bevor ich angefangen habe, Banknoten zu sammeln, da war ich in meiner Heimat im Kosovo und habe dort von meinem Onkel, der für einen Tag in Albanien war, einen 1000-Lek-Schein bekommen. Einfach nur so, ich hatte noch keine Sammlung, nichts, keinen einzigen Geldschein. Das war der erste Schein, den ich für die Sammlung bekommen habe und den ich heute noch habe. Damit habe ich gestartet. Ich sammle auf jeden Fall aus dem Aspekt der Leidenschaft. Für mich war von Anfang an auf jeden Fall nicht der Sinn darin, eine Wertsteigerung anzusammeln, dass ich auch, sage ich mal, den Aspekt des Reisens mit reinbringen kann. Und wenn ich mich mit meiner Sammlung beschäftige und auf bestimmte Geldscheine stoße, die ich aus dem Urlaub mitgebracht habe, dann denke ich auch an den Urlaub zurück. Und genau, das sind dann, sage ich mal, die Erinnerungen, die Geschichten, die dann, sage ich mal, wieder hochkommen. Sammeln verbindet mich auf jeden Fall mit anderen. Also ich persönlich interessiere mich auch sehr für andere Kulturen, reise ja auch gerne und finde es auch eine nette Abwechslung, auch mal mit Leuten international in Kontakt zu treten. Und dass ich auch für die Videos, die ich mache, auch von sehr vielen wertgeschätzt werde. Und auch, sage ich mal, dass sich die Leute auch bei mir bedanken, dass ich ihr Land repräsentiere, dass sie es auch schön finden, dass ich weiß, dass es ihr Land gibt. Und damit hätte ich auf jeden Fall nicht gerechnet, dass ich jetzt auch, sage ich mal, heute auf TikTok mit über 260.000 Followern dastehe. Was mich an Banknoten fasziniert, ist erstmals auf jeden Fall nicht der Wert. Das ist zweitrangig, da schaue ich speziell nicht drauf. Es ist eher das Design und der geschichtliche Hintergrund. Einerseits auch, wie Designer, die solche Geldscheine herstellen, das Ganze vereinen, aber auch mit was sie arbeiten, welche Aspekte ihres Landes auch wichtig sind, was sie mit reinbringen wollen und auch wie sie es darstellen. Also, sage ich mal, die Mischung aus Design und Geschichte. Ich tausche auf jeden Fall Geld. Also, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und ich sie auch frage, habt ihr Geld getauscht oder so, sagen sie, nee, brauchen wir nicht, weil man nahezu alles digital zahlen kann. Aber für mich kommt es nicht in Frage. Bargeld muss immer dabei sein. Ich habe über 900 Banknoten von ca. 170 Ländern. Bei einer Banknote achte ich auch auf das Design und auch auf die Seltenheit. Aber der Fokus bei mir ist eher, dass die Scheine im besten Fall unzirkuliert sind. Einmal selber durchs Reisen komme ich an meine unzirkulierten Scheine. In meiner Stadt hier in Freiburg gibt es auch am Hauptbahnhof eine Reisebank, die mich schon ganz gut kennen und auch immer benachrichtigt werde, wenn neue, seltenere Scheine da sind. Auch durch Freunde, die selber viel reisen, die wissen von meinem Hobby, die unterstützen mich da auch und bringen mir auch immer was mit, wenn ich von einem Land was nicht habe oder mir ein Schein fehlt. Und sonst auch online. Zum Thema Sammeln würde ich auf jeden Fall sagen, dass man nie zu jung fürs Sammeln sein kann, auch nie zu alt, dass es keine Altersbegrenzung fürs Sammeln gibt. Das Sammeln für mich ist, sage ich mal, auf den Alltag bezogen, auf jeden Fall ein Ausgleich. Auch wenn es, sage ich mal, tagtäglich für mich ein Must-to-do-Thing ist. Ich glaube, dass ich auf jeden Fall mein Leben lang sammeln werde, weil es eine Sache ist, die mir seit mehreren Jahren auch sehr viel Spaß macht. Sammeln ist ein Teil von mir in dem Sinne,
dass das Sammeln für mich auf jeden Fall ein zentraler Bestandteil meines Lebens ist. Und Sammeln in dem Sinne, dass ich einfach dieses klassische Hobby in meinem jungen Alter mit digitalen Plattformen verbinden kann.